Mit dem Gang ins Kühlhaus fängt fast jeder Arbeitstag an für Annette Jakob. Sie holt das Fleisch für die Leberpastete oder Pâté, wie es auf Französisch heißt. Zusammen mit ihrer Schwester Ulrike macht sie sich ans Werk. Super, herrlich, oder? Die beiden stellen heute 2 verschiedene Pâtés her. Wichtigster Bestandteil ist der sogenannte Kutterbauch vom Schwein. Aber der muss zuerst befreit werden von Sehnen, überschüssigem Fett und Knorpel. Von allem, was Geschmack oder Mundgefühl beeinträchtigt. So, und jetzt gehe ich hier immer noch so mit den Fingern einmal drüber, um zu schauen. Weil manchmal spürt man da so kleine, feine Knorpel, die sich da versteckt haben, ganz gut. Die sind manchmal wirklich minimalst. Gucken wir mal noch hier an der Seite. Ja, da ist auch noch ein kleiner Knochenrest, der jetzt weg muss. So, ja, nee, wunderbar. Jetzt passt alles. Bei uns steht eben die Qualität im Vordergrund und wir lassen uns einfach die Zeit, um wirklich auch ja, Knorpelreste, Knochenreste, diese kleinen auch mal Drüsengewebe, Häutchen, ne? Ja. einfach das alles zu entfernen, ja, weil wir einfach am Ende ein Top-Produkt haben möchten. Hier sieht man das schön, noch ein bisschen Knochengewebe, drunter Knochenhaut. Das wird gänzlich entfernt von uns. Siehst du, und hier ist auch noch mal so eine Stelle. Das ist eigentlich die ist ganz dünn, unscheinbar, aber hinterlässt so ihre Spuren. Und das möchten wir nicht. Ja, deshalb wird sie abgeschnitten. Aber wie du auch immer sagst, die Qualität des Endprodukts entscheidet sich am Tisch. Das heißt, umso sorgfältiger wir hier arbeiten, umso ein besseres ja klar, das Endprodukt ist haben wir. ja selbstverständlich. Das ist eben das, was Handarbeit ausmacht. Ulrike kennt sich mit dem Handwerk aus. Sie ist Metzgermeisterin. Ihre jüngere Schwester Annette hat in der IT-Branche gearbeitet. 2018 haben sie gemeinsam Les Délisseurs gegründet und machen seitdem fast ausschließlich Pâtés. Wenn man denkt, nur die Franzosen oder die Belgier könnten Pâté herstellen, was einfach nicht stimmt. Und deswegen wollen wir wirklich auch als Manufaktur, wir sind wirklich klein, wir sind insgesamt nur 3 Frauen. Also es stehen keine Männer hier am Kutter oder wie man so die Vorstellung hat. Nee, wir machen das alles ganz alleine und wollen auch in dieser Größe bleiben und einfach weiterhin ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen. Die nächste Zutat, das Backenfleisch vom Schwein. Auch das muss akribisch inspiziert werden. So, also jetzt haben wir hier so eine Hälfte. Sieht man auch ganz schön. Jetzt hier diese verschiedenen Drüsengewebe, die wollen wir natürlich alle entfernen. Ich denke, man würde es gar nicht besonders schmecken, aber die Vorstellung, dass man eine Drüse mit in der Pâté hat, die finde ich schon also eklig eigentlich. Ich meine, Drüsen sind ja dafür da, Krankheitserreger zu sammeln, sind ja praktisch Polizisten und die möchten wir einfach nicht da drin. Ja, das sind also unterschiedliche Arten von Drüsen. Das hier ist ganz fest. Das ist auch eine. Schneiden wir schön. Schneiden wir hier alles weg. Ja, also insgesamt ist das natürlich fetter als der Kutterbauch. Ja. Aber dadurch, dass wir ja viel mehr Kutterbauch in der Masse nachher haben, ist das nachher ein schönes, ausgewogenes Verhältnis zwischen fleischiger Struktur in der Pâté und trotzdem einem angenehmen Schmelz. Also ja, es muss ja Fett rein, eine magere Pâté würde nicht funktionieren. Das Verhältnis Kutterbauch zu Backenfleisch ist 3:1. Der Kutterbauch, das ist ein ganz kerniges Stück, hat einen hohen Mageranteil. Die Backe bringt den Schmelz.
und einen super Geschmack, ein ganz aromatisches Stück Fleisch. Und diese beiden in Kombination, die ergeben halt diese ideale Mischung. Das bereinigte und zerkleinerte Fleisch wird nun gekocht, bis es mürbe ist. Rund 1,5 Stunden. Die beiden Schwestern nutzen die Zeit, bis das Fleisch gar ist, und bereiten die nächste Zutat vor, die Schweineleber. Ja, also man sieht das ganz schön. Von außen sieht das ja alles wunderbar aus, ganz glatt. Und erst wenn man hier so einen ersten Schnitt drüber gemacht hat, hier sieht man es nochmal ganz gut, dann kommen plötzlich diese Gefäße zum Vorschein. Deswegen gehe ich auch so zart drüber, so quasi in Schichten, bis ich hier diese ersten, ja, man sieht jetzt, hier habe ich schon so ein bisschen was weggenommen. Wenn ich jetzt hier zu grob oder zu viel wegnehmen würde, hätte ich das einfach mit rausgeschnitten. Ja? Das heißt, ich will ja diese Gefäße hier entdecken, ja? Und die versuche ich jetzt hier so zu erfassen mit dem Messer, und dann lassen die sich hier so rausschneiden. Nee, man muss sich da einfach die Zeit lassen bei dieser Arbeit. Das ist einfach ganz wichtig, und da geht nichts mit hoppla hopp. Also das wäre schon fatal, wenn man so eins von den Gefäßchen, was wir hier akribisch rausschneiden, wenn man das noch im Mund hätte. Sehr unangenehm, und das verdirbt dann den ganzen Geschmack, ja, an der ganzen Sache. So, ich wäre schon für das nächste Stück bereit. Super. Es ist halt eine Mordsarbeit, ne? Also so 15 Minuten im Schnitt arbeiten wir so an einer kompletten Leber. Die Schweineleber kommt nun roh in den Fleischwolf. Das gekochte Fleisch ist mittlerweile mürbe und kann jetzt ebenfalls in den Wolf. Wunderbar. Wichtig ist, dass nun schnell gearbeitet wird. Das Fleisch darf nicht zu sehr abkühlen, damit es seine mürbe Konsistenz behält. Die Leberpastete gehört von der Kategorisierung her zu den Kochwürsten. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Zutaten wird gekocht. Also das Fleisch kommt in den Kessel für ca. 1,5 Stunden. Die Leber wird natürlich nicht gekocht, die bleibt roh. Die Leber ist ja auch, hat eine Funktion des Emulgators in der Leberpastete, also nachher bei dem Mischen und bei dem Ankuttern. Und wenn sie gekocht würde, könnte sie diese Funktion auch nicht mehr ausüben. Ein Emulgator bewirkt, dass die wasserhaltigen Anteile im Fleisch sich mit dem Fett verbinden. Das macht die Pâté stabil. Die Rohleber und das gekochte Fleisch läuft durch einen Fleischwolf durch,
mit einer groben Scheibe, also das bleibt noch schon schön grob. Dann kommt alles zusammen in den Kutter. Der Kutter muss man sich vorstellen wie ein großer Mixer, also der hat schon richtig Power. Die gewolfte Masse wird also gleich im Kutter noch einmal gemischt. Und weil Wasser und Fett sich optimal verbinden sollen, kommt vorher noch ein handelsüblicher Emulgator dazu. Hier habe ich jetzt einen Emulgator mit heißem Wasser angerührt. Schauen, dass sich das schön vermischt und sich keine Klümpchen bilden. Einfach nochmal mit dem Schneebesen hinterher. Den Emulgator verwende ich, damit wir nachher eine schöne Verbindung haben zwischen der Flüssigkeit, also dem Wasser und dem Fett innerhalb der Masse und dass sich nachher auch kein Fett absetzt, also sei es im Glas nachher oder auch in der Terrine. Und daher wird jetzt zusätzlich noch ein Emulgator hinzugesetzt. So, jetzt kommt als nächstes warme Milch. Und das Wichtige ist bei der Herstellung, dass wir hier von der Temperatur her nicht zu hoch und nicht zu tief gehen. Und wir sind meistens jetzt so zwischen 45 und nachher 50 Grad. Die Milch hat jetzt ein bisschen über 50 Grad. Das kommt jetzt hier dazu. So, dann kommt als nächstes Ei dazu. Auch das Ei ist auch sowohl für den Geschmack als auch dient auch nochmal als zusätzlicher Emulgator und natürlich auch die Leber. Dann kommen die Gewürze hinzu. Pökelsalz. Das Pökelsalz dient natürlich in erster Linie zur Würzung, also zum Salzen, aber auch um den Umrötungsprozess anzustoßen. Das heißt, ich will ja nachher auch kein graues Produkt, sondern eine schön rosafarbene Leberpastete haben. Als nächstes kommt hier eine Ascorbinsäure und die Ascorbinsäure dient dazu, um das Ganze nachher zu stabilisieren. Jetzt geht es weiter mit den Gewürzen. Erstmal kommt ein bisschen Zucker hinzu. Das macht den Geschmack nachher einfach immer ein bisschen runder. Und als nächstes Kardamom, Senf, Ingwer und ein bisschen Zwiebelextrakt. Dann habe ich hier eine weitere Gewürzmischung, sieht man schon an der Farbe, da ist Kurkuma drin. Auch nochmal ein bisschen Ingwer, Senfmehl und Mazis. So, und hier noch eine kleine extra Portion weißen Pfeffer. Und zum Abschluss die Petersilie. Dann tue ich das nochmal so ganz vorsichtig mit der Hand schon mal so ein bisschen mischen, weil wir ja eine mittelgrobe Leberpastete herstellen. Das heißt, ich darf nachher mit dem Kutter nicht Vollgas geben. Also ich muss ganz sachte ein paar Umdrehungen nur das Ganze mischen. Und aus dem Grund versuche ich schon vorher per Hand alles einfach so ein bisschen zart durchzumengen. Das ist eigentlich schon alles, also das hat man jetzt gesehen, das ist wirklich nur ein paar Runden gelaufen und haben schon, es ist noch eine schöne Struktur und jetzt kann es losgehen. Nachdem die Grundmasse nun fertig ist, werden die Zutaten für die einzelnen Sorten vorbereitet.
Die beiden Schwestern aus dem Saarland stellen 15 verschiedene Pâtés her. In jede davon kommt zunächst immer die Grundmasse. Danach unterscheiden sie sich in ihren Zutaten. Die Hauptzutat für die Sorte Toulouse zum Beispiel sind Spitzpaprikas. Annette Jakob schneidet sie in Hälften. Die geschnittenen Spitzpaprikahälften kommen gleich in den Ofen. Genauso wie die geschälten Knoblauchzehen. Beides sind die wichtigsten Bestandteile von Toulouse, so nennen die Schwestern ihre Sommerpâtés. Fast alle ihre Pâtés haben französische Namen. Frankreich ist nicht weit. Der Einfluss der französischen Küche im Saarland überall spürbar. Der Ofen ist jetzt auf Betriebstemperatur. Spitzpaprika und Knoblauch kommen hinein und werden bei 200 Grad geröstet. Rund 30 Minuten lang. Die Röstaromen verleihen dieser Pâté einen mediterranen Geschmack. Eine Reise nach Südfrankreich hat die beiden auf die Idee gebracht. Bei der Pâté entstehen immer wieder neue Ideen durch Urlaubsreisen oder sonstige Esprits, kann man das sagen? Und und deshalb ist das Thema so reizvoll. Liona bleibt Liona. Gut, man kann Käse reinmachen, was weiß ich, noch Sonstiges, aber die Pâté ist einfach eine Offenbarung für Kreativität. Und das ist unser Genre. Die Liebe zu Frankreich ist bei den saarländischen Schwestern eben überall spürbar. Und das merkt man auch in ihrer Arbeit. Ihr Anspruch? Wir machen keine deutsche Leberwurst, sondern französische Pâté. Wenn die Spitzpaprikas gar sind, werden sie geschält. Die Häute würden sich nicht in der Pâté auflösen. Die Masse muss am Ende homogen sein. Annette und Ulrike stammen aus einer Saarbrücker Metzgerfamilie. Da gibt es natürlich überlieferte Familienrezepte. Die meisten Kreationen haben sie aber selbst entwickelt. Ihre Pâtés finden sich in Feinkostläden, Restaurants, Metzgereien der Region oder ihrem Onlineshop. Waren die denn so kleine? Ja, maximal kann das reicht. Manche Pâtés gibt es nur saisonal, wie die Toulouse, nur im Sommer. Ich hole jetzt für die erste Sorte entsprechend Menge hier von meiner Grundmasse raus. Die Grundmasse für sich würde auch schon schmecken, aber Toulouse bedeutet mehr. Ich gebe jetzt zu unserer Grundmasse die geröstete Paprika hinzu, den gehackten Knoblauch und Thymian. Jetzt wird das Ganze vermengt. So. Jetzt kann es abgefüllt werden. Die fertige Pâté-Masse kommt jetzt in Terrinen oder in kleine Gläser und wird später gegart. 1, 3. 1, 3, 30 machen wir Hafer, bitte. Das passt. No. Lass da draufstehen. Egal. Ich kann es ja noch korrigieren. 1330 Gramm wiegt diese Terrine.
und geht in ein Restaurant in Frankreich, wo die Pâtés der beiden Schwestern sehr beliebt sind. Und die Franzosen müssen es ja schließlich wissen. So. Diese Pâté-Kultur, wie man sie in Frankreich kennt, das ist ja eine ganz besondere. Für die Franzosen ist es völlig normal, im heißesten Hochsommer ein Stück Pâté zu degustieren mit ein bisschen Baguette, ein Rosé. Wie schön kann das Leben sein? Und das müssen wir Deutschen, denke ich, auch noch ein bisschen lernen. Annette Jacob macht sich nun an die Vorbereitung der zweiten Pâté. Sie ist die französischste all ihrer Leberpasteten und heißt Henri. Zentraler Bestandteil: Geflügelleber. Die muss genauso akribisch bearbeitet werden wie die Schweineleber in der Grundmasse, also wieder Gefäße entfernen wie gehabt. Der Leberanteil in Henri ist besonders hoch, vergleichbar mit einer französischen Foie Gras. Ist die Geflügelleber durch die Kontrolle, kommt sie als nächstes in den Fleischwolf. So, hältst du es gerade fest? Die gewolfte Geflügelleber wird nun mariniert. Annette Jacob gibt dazu Pökelsalz in die Masse. So erhält die Pâté später ihre charakteristische rötliche Farbe und bleibt stabil. Dann folgt Ascorbinsäure. Sie dient als Konservierungsmittel und als Antioxidant. Ein Klecks Honig sorgt für einen runden Geschmack. Genauso wie der Portwein. Alle Zutaten zusammen würzen die Leber und machen sie länger haltbar. Die Leber und die anderen Zutaten werden nun umgerührt und bleiben danach über Nacht stehen. Erst wenn die Masse gut durchgezogen ist, wird sie am nächsten Tag verarbeitet zur Pâté Henri. Diese Leber gebe ich jetzt hier in den Kutter. Und so, das Ganze wird jetzt bei hoher Geschwindigkeit blasig gekuttert. Und weil das jetzt ein bisschen laut wird, muss ich den Gehörschutz anziehen. Henri hat eine feinere Struktur, anders als alle anderen Pâtés. Ja. Also wir sehen jetzt hier, wie die Leber schön blasig gekuttert ist, schön Sauerstoff darunter. Und jetzt gebe ich einen Teil der Grundmasse hinzu, die wir eben gemacht haben. So. Lass das jetzt mal bei geringer Geschwindigkeit einfach mal ein bisschen durchlaufen, damit es nicht vermengt. Und jetzt kommt als nächstes noch Sahne hinzu, damit das richtig schön cremig wird und feinen Geschmack gibt. Das Ganze läuft jetzt auch noch mal mit einem hohen Gang durch, damit es jetzt eine ganz feine, homogene Masse wird. Also im Unterschied zu der Pastete, die wir eben gemacht haben, ist der Henri eine ganz fein gekörnte Leberpastete. Jetzt ist diese Masse natürlich viel, viel flüssiger als die andere Pâté,
sodass sie mit einem Messbecher ausgegossen wird. Ja? Die kann man gerade so die Form ausgießen, die Gläser. Muss auch sehr schnell gehen, denn je länger das Produkt abkühlt, umso fester wird die Masse. Die Temperatur ist grundsätzlich wichtig bei der Pâté-Herstellung, deshalb immer schön Deckel zu. Bitte sehr. Danke. Namensgeber für die Pâté ist der französische König Henri IV. Der hat vor gut 400 Jahren angeordnet, ich will, dass jeder Bauer am Sonntag ein Huhn im Topf hat. Deshalb heißt diese Geflügelleberpastete bei den Schwestern auch Henri oder die Königliche. Kommt der nächste Kübel? Annette? Bitte? Der nächste? Bin dabei. Die flüssige und feine Konsistenz macht diese Pâté später besonders streichzart. Aber bis dahin dauert es noch ein paar Tage. Noch fehlt eine Geschmackskomponente. Eine Schicht Pfeffer für die pikante Note. Schließlich werden alle Terrinen, egal welcher Sorte, in den Ofen verfrachtet und bei 100 Grad gegart. Nach 1,5 Stunden ist die Lebermasse fest und muss erst einmal abkühlen. Die Pâtés sind so noch nicht verzehrbar. Es fehlt noch ein Detail, das Henri und Konsorten besonders französisch macht. Frankreich ist für uns die zweite Heimat. Die französische Esskultur, die Lebenskultur, das ist uns so nah, das ist eingefleischt, ist das sozusagen. Und wir lieben Frankreich, wir lieben das französische Essen. Und also das Savoir-vivre, ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen. Ich gebe jetzt das Aspic über die fast ausgekühlte Pâté, weil das auch die Pastete auch schützt vor dem Austrocknen und es auch ein ganz herrlicher Geschmack ist. Also gerade die Kombination, wenn man das dann zusammen isst, das Aspic mit der Pâté, das ist also eine wunderbare Kombination. Herrlich. Herrlich. Also es ist einfach schön, wenn man am Ende des Arbeitstages sieht, was man geschafft hat und sieht direkt das Ergebnis. Das ist toll. Und mindestens genauso toll ist es, die fertige Pâté dann auf einem frischen Baguette zu genießen. Leben wie Gott in Frankreich sozusagen. Ein Glücksgefühl. Wenn etwas so wunderschön gelingt, es sieht gut aus, schmeckt gut, also gibt es eigentlich keine Steigerung. Ich denke, das kennt auch jede Hausfrau, die etwas Tolles gekocht hat, wenn das als super tolles Produkt aus dem Ofen kommt. Das macht glücklich. Ich würde mal erst die probieren, Annette. Ja, ich muss direkt hier den Henri kosten. Mm. Oh. Die perfekte Kombi. Guck mal schon, wie nett das schon aussieht. Zum Reinknien. Ein kleiner Tipp: Zur feinen Geflügelleberpastete passt besonders gut ein Confit aus Schalotten. Diese Kombination aus süß und deftig funktioniert hervorragend. In Frankreich genauso wie im Saarland. Toll, gell? Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.